Das ist der größte Müll. Wie bescheuert muss man bitte sein? Ach ja, Leute, diesmal ist es kein Clickbait. Manchmal hasse ich einfach die Uhrenindustrie, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in diesem Video werden wir auch ansprechen, warum. Wie ihr es vielleicht im Titel schon erkannt habt, es geht um gefälschte Uhren. Und diesmal geht es nicht darum, dass wir gefälschte Uhren gefunden haben oder sowas, sondern dass zum einen ein Konzessionär und zum anderen ein anderer Fall, wo eine Privatperson zu einem Konzessionär gegangen ist und dort behauptet wurde, dass die Uhr falsch ist. Also Leute, ich sage euch mal eine Sache. Ich werde euch vorerst mal erklären, wie das Ganze abgelaufen ist und danach auch einen Lösungsvorschlag anbieten. Diese Uhrenbranche generell ist so wie ein Haifischbecken. Ja? Also man hat manchmal das Gefühl, jeder gegen jeden und gerade die Parteien Graumarkthandel, das was wir betreiben, unabhängiger Händler zu sein und zum anderen die offiziellen Konzessionäre, da scheint es immer mal Leute zu geben, die einen da nichts Gutes wollen. Und wie folgt ist eine Sache abgelaufen. Wir haben eine Uhr verkauft, in dem Falle war es eine Batman. Die Uhr ist natürlich bei uns durch die Prüfung gegangen. Wir haben die Uhr aufgearbeitet. Sie war mit der originalen Box aus dem Jahr, ich glaube 2011 oder sowas war es. Sie hatte also noch die alte Box mit Hangtags, mit allem. Und dann haben wir die zum Kunden geschickt. Der war aus Richtung von Bayern, ich glaube Starnberg oder ich war irgendwo da unten, Regensburg glaube ich. Dann hat er die Uhr bekommen und wollte noch Bandelemente einsetzen. Daraufhin ist er dann zum Konzessionär gegangen. Ich möchte die Filiale jetzt auch nicht nennen, ihm das Geschäft nicht versauen oder irgendwas, von daher behalten wir das mal für uns. Da hingegangen und dann sagte der Verkäufer, also die Box und die Uhr, die weist Merkmale auf, dass sie nicht echt ist. Wir könnten das prüfen, aber gegen einen Aufpreis für ein Echtheitszertifikat. Ne, das wird irgendwie bei, keine Ahnung, 120 € liegen. Und das könnte das Haus gerne machen. Der Kunde hatte seine erste Uhr gekauft und ihr könnt euch jetzt vorstellen, wenn man seine erste Uhr kauft, sowas hört, dass man dann durchdreht. Ich sage euch, wie es ist. Ich hätte noch viel heftiger reagiert als der Kunde. Der ist ganz ruhig geblieben, hat uns dann kontaktiert und so weiter. Und ich frage mich, wie dieser Konzessionär darauf kommt. Wie unfähig kann ein Rolex-Konzessionär sein, um solche Aussagen nach außen zu packen? Bei uns, wir haben uns jetzt alle Sachen offen gehalten. Wir haben eine eidesstattliche Versicherung vom Kunden eingeholt, dass diese Wortwahl war, dass es sich vermeintlich um ein gefälschtes Produkt handelt. Von daher, wir haben jetzt uns alle Sachen offen gehalten, ob wir eine Abmahnung rausschicken oder nicht. Ich weiß noch nicht, ob wir es machen sollen am Ende. Man sollte nicht noch mehr Hass in der Welt verbreiten. Nur es ist eine Sache, womit ich euch zeigen möchte, wenn ihr eine Uhr kauft, ob bei uns oder woanders, wenn ihr zu Händlern geht, zu offiziellen Händlern, dann kann richtig viel Mist passieren. Ihr könnt euch schlecht vorkommen. Mir ist es selber auch passiert. Zum selben Zeitpunkt bin ich in ein Geschäft gegangen, wo wir ein Video machen wollten von einer Marke, für die ich schon in der Vergangenheit diverse Videos gemacht habe. Und da hat mich auch die Verkaufsperson am Ende von oben bis unten gemustert und hat dann gesagt, ja, geht alles nicht. Und hinterher hat sie sich dann entschuldigt und so weiter. Von daher, es geht nicht nur euch so. Am Ende, wie ist die Geschichte geendet? Er hat die Uhr, glaube ich, am Freitag abgegeben und am Mittwoch hat er sie zurückbekommen, hat gesagt, ja, ist doch alles in Ordnung und es wurden, bis jetzt in meiner Karriere wurde sowas noch niemals ausgetauscht. Es wurden Stifte, womit die Bänder befestigt sind, ausgetauscht für 100 € oder so. Da stelle ich mir die Frage, wie desperate muss man sein, um dem Kunden so etwas reinzudrücken? Also ich glaube wohl kaum, dass diese Schräubchen an der Seite, um Stifte festzuhalten, verschlissen waren. Also, und das meine ich damit. Guck mal, wenn ihr zu Händlern geht, und es gibt, weiß Gott, gute Händler, mit denen ich mich auch jetzt super verstehe, die ich euch auch gerne empfehlen würde. Nur, dass die Sache ist, ich möchte jetzt auch die Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, auch nicht in die Pfanne hauen, weil je nachdem, ne, ob Rolex das gut findet oder nachher entsteht das dadurch. Von daher, es gibt Konzessionäre, bei denen ist alles in Ordnung, aber es gibt Konzessionäre, da ist einfach nur, das ist der größte Müll. Ja, und fühlt euch nicht zu Unrecht schlecht behandelt oder auch ein bisschen unangenehm, wenn man diese Läden betritt. Und ich kann euch nur eins sagen, meidet die einfach. Geht nicht davon aus, dass ihr jemals Uhren bekommt, ja, sondern wenn jemand sympathisch ist und es gibt, weiß Gott, gute Konzessionäre, zu denen ihr gehen könnt, wo ihr auch eine Händlerbeziehung pflegen könnt. Aber sollte ein Konzessionär euch in erster Linie schlecht behandeln, ja, dann wird er euch auch nie eine Uhr geben. So, das führt uns zum zweiten Fall. Eine Kundin hat eine Uhr bei uns gekauft, eine Vintage Datejust. So, die Vintage Datejust wurde kontrolliert,
nicht aufgearbeitet, die war in einem sehr, sehr guten Zustand. Sie hat die Uhr bekommen und ist laut eigener Aussage zu 2 Händlern gegangen. Ich habe bis jetzt in meiner Karriere noch nie so etwas erlebt. Ich gucke auf einmal, die hat schon angerufen und dies und das. Auf jeden Fall hatte sie dann bei Google geschrieben, dass wir gefälschte Uhren verkaufen. Sie hat dann vom Widerruf Gebrauch gemacht und sie wäre wohl bei 2 Händlern gewesen und die Uhr wäre gefälscht gewesen. Ruft die Frau an und sie direkt, ja, mein Mann ist auch Anwalt, bla bla bla. Ich habe es natürlich auch direkt unserer Kanzlei gegeben. Siehe da, nach 2 Tagen ist es dann gelöscht worden. Da war ein Satz drin, der Konzessionär oder der Uhrenhändler hat die Uhr nicht aufbekommen. Wir haben die Uhr zurückbekommen. Ich gucke mir den Deckel an. Und eine Datejust ist verschraubt. Der Vollidiot, sorry, dass ich das sage, der Vollidiot hat, wir können an dieser Stelle mal Bilder einblenden, mit einem Messer versucht, den Deckel aufzuhebeln. Wie bescheuert muss man bitte sein? Also wirklich, ich verstehe es nicht, wie man so ungeübt sein kann. In der ersten Geschichte, wie man nicht erkennen kann, dass die Uhr echt ist. Und in der zweiten Geschichte, wie man eine echte Uhr für falsch erklären kann und sie noch beschädigen kann. Natürlich werden wir auch da wieder mit dem Anwalt vorgehen und aber es ist wirklich frustrierend. Und auch da, die Frau am Ende hat keine Ahnung, alles gut. Ne? Sie hätte natürlich auf uns hören sollen oder können oder nicht sowas schreiben können, weil das ist natürlich auch wieder abmahnungsfähig und so weiter. Alles gut. Die Beschädigung ist natürlich ein Problem. Ich habe natürlich jetzt keine Lust, ihren Fehler dort auszubügeln. Aber am Ende, die Leute da draußen, die im normalen Verkauf sind, nicht im Ankauf, haben oftmals keine Ahnung. Keine Ahnung. Da wurde dann auch gesagt, der Frau, ein Armband fühlt sich nicht so an und zwar eine Vintage Datejust, ein Armband muss sich anders anfühlen und denselben Fall hatte ich auch schon mal letztes Jahr in der Schweiz, wo jemand eine Uhr aufarbeiten wollte, weil sie gesagt hat, dass der Schliff anders sein muss. So, was ich euch damit sagen will, falls ihr, Service-Dinge habt, Revision, Aufarbeitung, irgendwas rund um die Uhr, meldet euch einfach bei uns, ja, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt natürlich auch zum Konzessionär gehen. Nur, falls ihr euch unwohl dabei fühlt, und ich kann es, weiß Gott, verstehen, weil ich selber keinen Bock habe, dahin zu gehen, zu den meisten, und ich auch selber schon mal in der Vergangenheit rausgeworfen wurde, schreibt uns einfach. Ja, wir haben Einheitspreise für, sagen wir mal, Datejust 36 Vintage Revision. Ich glaube, die liegen knapp, kompletter Service bei 490 €. Wir machen das sehr schnell und am Ende habt ihr auch da die normale Gewährleistung, genau wie bei Rolex auch. Die Wasserdichtigkeit ist ein separates Thema. Aber ihr müsst euch das nicht antun. Ja? Nachdem ich diese Geschichten durch habe, verzweifle ich langsam daran. Von daher, tut euch selber einen Gefallen, nutzt den Service, den ihr vor Ort habt, gerne. Aber falls ein Konzessionär euch Zusatzleistungen verkaufen möchte, wie Echtheitszertifikat, wie irgendwelche Ersatzglieder, lasst es, okay? Das ist nicht notwendig. Von daher, das ist das, was ich sagen wollte. Und ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für negative Erfahrungen so gesammelt habt über die Jahre oder wo ihr euch blöd vorgekommen seid. Und das Ganze werden wir dann auf Twitch nochmal aufarbeiten. Von daher, haut rein und bis bald.